Servus, grüß euch und hallo. Wie ihr vermutlich dem Titel entnommen habt, ist ein wundervoller Tag heute, beziehungsweise für mich war er schon vor einigen Tagen. Ich habe meinen KDP-Account nach über einem Jahr wieder zurückbekommen und auch die Tantiemen, die offenen aus dem Jahre 2023 ausbezahlt bekommen. In diesem Video möchte ich euch jetzt erzählen, was ich getan habe, dass das passiert ist, und ich kann euch auch garantieren, dass es bei euch vermutlich auch funktionieren wird, denn ich habe schon von 3 anderen Leuten gehört, dass sie ihn jetzt auch zurückbekommen haben. Also steht die Chance für euch ganz, ganz gut. Fangen wir mal von vorne an. Also letztes Jahr gab es ja von KDP eine Bannwelle im April herum, und da haben sehr viele, sehr, sehr viele Leute da draußen ihren KDP-Account verloren. Man hat dann sehr viel spekuliert, was war der Grund, was hat man falsch gemacht und. Also ganz genau wissen wir es alle nicht. Jedenfalls, ja, am Anfang war man frustriert, hat E-Mails an Amazon geschrieben, und ich habe mir damals schon nach einigen E-Mails gedacht, okay, das wird jetzt nichts. Da schreiben jetzt wahrscheinlich tausende Menschen hin, und die werden das schon automatisch alles abblocken mit automatisierten Meldungen, mit Bots oder sonst irgendwas. Aber ich war mir irgendwie im Klaren, man sollte es sicher vermutlich in einem halben Jahr oder in 2 Jahren wieder mal probieren, wenn sich das Ganze beruhigt hat, und dann vielleicht nur mehr einige Leute probieren, ihren Account zurückzubekommen. Ich habe in diesen über 400 Tagen oder wie viele es auch waren, habe ich doch ja, alle paar Wochen, alle paar Monate mal ein Mail hingeschrieben, einfach nur um zu sehen, ob es funktioniert, weil mich hat es trotzdem gewurmt, dass ich damals meinen Account verloren habe und natürlich auch einen Haufen Geld, der noch zum Ausbezahlen war, nicht bekommen habe und gleichzeitig auch auf meinen Ads-Kosten sitzen geblieben bin. Ähm, und vor einiger Zeit habe ich schon einmal die Meldung bekommen, dass jemand seinen Account wiederbekommen hat. Ja, daraufhin habe ich es auch wieder probiert. Natürlich ist nichts gekommen, aber das hat mich irgendwie angespornt und ich bin dran geblieben. So habe ich vor, weiß ich nicht, einem Monat oder circa, so Mitte Juni, habe ich noch einmal an Amazon geschrieben, habe ihnen noch einmal die Situation kurz erklärt, und ob sie mir nicht eine zweite Chance geben können. Und dann plötzlich was war es, der 4. Juli, habe ich dann eine E-Mail bekommen von Amazon, wo sie drinnen geschrieben haben, es tut ihnen leid, sie haben einen Fehler gemacht und meinen Account wiederhergestellt. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie es mir in dem Moment ergangen ist. Ich bin auf der Couch gelegen und habe instant so Herzrasen bekommen und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und habe natürlich nachgesehen sofort, ob das auch stimmt. Und siehe da, es war auch so. Es waren komischerweise alle meine Bücher auch noch da, natürlich alle auf Draft und nicht mehr online, aber ich konnte es gar nicht fassen. Und ja, dann als nächsten Schritt habe ich mir natürlich gedacht, okay, wenn Sie jetzt quasi zugegeben haben in meinem Fall, dass Sie einen Fehler gemacht haben, stehen mir ja auch die Tantiemen zu. Und in dem Moment habe ich dann eben Ihnen noch einmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, wie sieht es hier aus, bla bla bla. Aber wie man Amazon kennt, da hat keiner irgendetwas gecheckt. Ich habe dann sicher 10-mal hin und her geschrieben und nie eine ordentliche Antwort bekommen. Eigentlich wollte ich da schon vorher ein Video für euch machen, aber ich habe mir gedacht, nein, das mache ich erst, wenn ich weiß, dass ich auch die Tantiemen zurückbekomme. Dann werde ich ein Video aufnehmen, weil dann bringt es wirklich etwas. Und ja, wo waren wir? Genau. Also das ist dann einige Male hin und her gegangen und ich war dann wirklich schon kurz davor, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt nicht fruchtet, die nächste Antwort, die nächste E-Mail an Amazon, dann werde ich mir einen Anwalt nehmen. Weil in meinem Fall ging es um circa 5.000 Euro, die offen waren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt 1.000 oder 2.000 Euro in einen Anwalt investieren muss, aber
Dadurch bekomme ich dann meine Tantiemen wieder und ich müsste ja im Recht sein, weil Amazon hat ja zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das heißt, ich hätte ja gar nicht gelöscht werden dürfen. Und natürlich auch im Hinblick darauf, dass es ein Präzedenzfall dann ist für alle da draußen, hätte ich das quasi auf meine Kappe genommen. Und ja, aber ich habe mir dann ein E-Mail vorgeschrieben, so quasi das letzte, wo ich dann auch geschrieben hätte, dass ich das jetzt meinem Anwalt weitergebe. Aber die Antwort davor war schon, dass ich meine Tantiemen, also dass sie sich das jetzt noch einmal angesehen haben und ich die Tantiemen mit dem nächsten Zahlungszyklus bekommen werde. Und dem ist jetzt auch so. Jetzt möchte ich natürlich, dass ihr auch euren KDP-Account zurückbekommt, uns natürlich auch eure Tantiemen. Das heißt, ich werde euch in den Shownotes beziehungsweise auch im ersten Kommentar den Text anpinnen, den ich an Amazon geschrieben habe. Den habe ich über die Support-Seite von KDP einfach hingeschrieben. Ich würde euch bitten, dass ihr den Text dann nochmal mit ChatGPT umschreiben lasst, damit nicht jeder denselben Text verfasst und dorthin schreibt. Und ja, und wenn ihr dann so happy seid und sagt, hey geil, jetzt habe ich meinen Account wieder und meine Tantiemen bekommen, meine offenen, und das alles nur, weil du, Sigi, mir noch einmal gesagt hast, ich soll da hinschreiben, dann habe ich euch auch als Spaß noch mein PayPal-Account in die Shownotes gegeben und vielleicht spendet mir dann der eine oder andere einen Kaffee dafür. Würde mich freuen, wenn ihr mir natürlich dann auch unter das Video schreibt, wenn ihr euren Account und die Tantiemen zurückbekommen habt. Das Ganze kann sich natürlich etwas ziehen. Das geht natürlich über mehrere Tage. Ihr werdet vielleicht auch wieder Absagen bekommen, aber glaubt mir, es funktioniert. Also ich bin nicht der Einzige, der momentan seinen Account zurückbekommen hat. Und dann lasst uns wieder durchstarten und ja, ordentliche Bücher hochladen. Keine Notizbücher mehr, sondern wirklich Contentbücher hochladen und vielleicht schauen, dass unser passives Einkommen wieder etwas größer wird. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr könnt mit meinem kleinen Video etwas anfangen. Also dann, Servus, ciao.